Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Modulus möchte die Fabrik-Automatisierungsherzen erobern, Aztecs The Last Sun Demo erschienen, The Witcher 4 offiziell angekündigt, Drive Heavy Lies the Crown floppt kolossal, Territory Mode für Starship Troopers Terran Command, Defiance We Are Legion DLC für Terminator Dark Fate, Industrial Annihilation Early Access Start enttäuscht und Foundation for Full Release mit Grafikupdate. Dieser Wochenrückblick wird euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, welcher euch Videospiele in aller Regelmäßigkeit günstiger anbieten kann, dazu aber gleich noch inklusive Kaufempfehlung mehr. When I'm working on a problem. Mit Modulus wurde diese Woche ein neues Fabrik-Automatisierungsspiel angekündigt. Der Kniff ist hier, dass euch das Spiel keine festen Bauteile vorgibt, sondern euch die einzelnen Komponenten für die Errichtung einer ganzen Stadt komplett selbst designen lässt. Feinde oder Zeitlimits soll es dabei nicht geben. Man möchte euch also ganz gemütlich und ganz in Ruhe rumprobieren lassen, um so, Zitat, die ständige wachsende Nachfrage des großen neuronalen Netzwerks zu decken. Modulus hat noch keinen Release-Termin, wer möchte, kann sich aber schon jetzt über Steam für den Beta-Test registrieren. Der City-Builder in dieser Runde ist Aztecs The Last Sun. Der Titel orientiert sich klassisch an Anno und lässt euch die Kultur der Azteken erkunden. Mit der nun veröffentlichten Demo will man euch auf den Titel heiß machen, dabei fällt der Umfang sogar recht üppig aus und soll euch bereits jetzt für einige Stunden unterhalten. Damit erhofft man sich konstruktive Kritik, um den Titel dann anhand des Community-Feedbacks den letzten Feinschliff geben zu können. Und das führt uns wie so oft zum Sponsor dieses Videos. Instant Gaming ist euer Partner für Videospiele und versorgt euch in aller Regelmäßigkeit mit dem günstigsten Preis, sodass ihr hier ordentlich Geld sparen könnt. Neben dem Adventskalender gibt es natürlich auch diesen Monat wieder das Zocker-Lounge Instant Gaming Gewinnspiel. Der Gewinner darf sich dann ein Spiel seiner Wahl aussuchen. Empfehlen möchte ich euch diese Woche den Industriegiganten 4.0 für 21 €, welcher vor kurzem in seine Early Access Phase gestartet ist und euch ein Industrieimperium aufbauen lässt. Also mal ehrlich, ich konnte den Hype um die diesjährigen Game Awards nicht so richtig nachvollziehen. Nichts zu GTA, nichts zu Half-Life 3, kein einziges RTS und auch nichts von Nintendo. Immerhin konnte die Veranstaltung dann noch die offizielle Ankündigung zu The Witcher 4 so ein bisschen für mich retten. Im 4. Teil dürft ihr dann nicht mit Geralt, sondern mit Ciri um die Häuser ziehen und ihr eigenes Abenteuer als angehende Witcher erleben. Viel mehr ist noch nicht bekannt, bis auf dass es sich um einen Singleplayer Open World RPG, also ohne Multiplayer-Part, wie seine Vorgänger handeln wird. Gods? There are no gods here. There are only monsters. Mit Drive Heavy Lies the Crown, welches zudem auf die Komponente Siedlungsbau setzt, ist eigentlich vor kurzem ein vielversprechender Titel in den Early Access gestartet. Die nun veröffentlichte Roadmap irritierte mich dann aber bereits, da diese augenscheinlich nicht über großartiges Bugfixing und Polishing hinausgeht. Ein kurzer Blick auf SteamDB hat meinen Verdacht dann leider schnell bestätigt. Mit gerade mal 366 Spielern in Spitze, welches sich jetzt bei vernichtenden unter 20 am Tag eingependelt hat, ist der Titel, ohne es schönreden zu können, kolossal gefloppt und erklärt die arg seichte Roadmap von alleine. Schade drum. Bei Instant Gaming könnt ihr jedenfalls für günstige 22 € mal reinschauen. Listen up, soldiers. A thrilling new challenge is coming to Starship Troopers Terran Command. Mit Starship Troopers Terran Command ist dem Indie-Team um The Artistocrats ein durchaus gutes RTS gelungen, welches auch der Romanvorlage gerecht wird.
Der Titel verzichtet zwar weitestgehend auf den Basenbau, wirft euch aber dafür in jeder Zeit super spannende RTS-Taktikgefechte und erzählt dabei in seiner Kampagne eine spannende Geschichte. Der Titel wird nun kostenlos um den sogenannten Territory Mode erweitert, indem ihr euch Stück für Stück vorkämpfen müsst und dabei die neu eroberten Sektoren vor ständigen Angriffen schützen müsst, da die Bugs diese zurückerobern wollen. Also eine Art Tower-Defense-Variante, die durchaus spannend klingt. Ich hatte viel Spaß mit dem Spiel und kann es euch daher nur empfehlen. Zudem bekommt ihr es bei meinem Partner Instant Gaming für lächerliche 2 €. Unbedingt mitnehmen. It's now time to lock and load. Join the fight in Territory Mode and prove your tactical prowess against the Arachnid threat. Legion. An AI whose evolution scared even its own designers. They planned to pull the plug on it, but they did the same thing to us first. Auch Terminator Dark Fate setzt auf ein ähnliches Spielprinzip und erhält nun mit Defiance, We Are Legion seinen ersten Content-DLC. In der neuen Kampagne dürft ihr hier die Kontrolle über die Maschinen übernehmen und euch dann daran machen, den letzten Widerstand der Menschen zu brechen. Dabei soll der DLC das Armeenmanagement verbessern und dadurch die strategische Tiefe erweitern. Die ersten Steam-Rezessionen fallen hierzu durch die Bank positiv aus. Wenn ihr also mit dem Hauptspiel Spaß hattet, könnt ihr hier bedenkenlos zugreifen. Und ihr ahnt es schon, auch Terminator Dark Fate gibt es von meinem Partner Instant Gaming. Das Hauptspiel für 15 € und den DLC für 8,50 € zuzüglich Mehrwertsteuer. We thought the pullback would change things. Das führt uns zu Industrial Annihilation, für welches ich euch bereits vergangene Woche eine vorsichtige Kaufwarnung ausgesprochen habe und welches sich jetzt leider zu bewahrheiten scheint. Der Titel hat zwar nach wie vor richtig viel Potenzial, ist aber in seinem jetzigen Stadium maximal eine fortgeschrittene Alpha-Version, in der noch nichts so richtig funktionieren möchte. Der zu frühere Release rührt laut den Entwicklern daher, bereits über den Vorverkauf genug Einheiten abgesetzt zu haben und sich das nun leisten zu können. So soll die Community bereits jetzt Einfluss nehmen können und die weitere Entwicklung maßgeblich unterstützen. Falls ihr Bock drauf habt, aber momentan noch andere Spiele zum Zocken habt, könnt ihr also getrost noch ein halbes Jahr oder länger warten, zumal das Ganze mit 30 € für den gebotenen minimalen Inhalt zu hoch ausfällt. Ich werde die Tage noch für euch reinzocken und das Ganze dann in einem extra Video aufarbeiten. Ich muss gestehen, einen Full-Release von Foundation hatte ich definitiv nicht auf meiner Bingo-Liste zum Jahresausklang stehen. Aber sei's drum, 5 Jahre nach dem Early Access Start steht uns am 31. Januar 2025 die Vollversion ins Haus. Version 1.0 bietet vor allem eins: eine generalüberholte Grafik, die auf den ersten Blick auf ein deutliches Update hindeutet. So wurde die allgemeine Beleuchtung angepasst, die Animationen überarbeitet und auch nochmals alle Gebäude angefasst. Ob jetzt auch eigentlich die Schafe laufen können? Dazu gibt es einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel, einen Fotomodus und auch eine generalüberholte Vegetation. Das war's aber noch nicht. Version 1.0 bietet außerdem ein neues Militärsystem, befestigte Straßen, verbesserte Mauern und auch überarbeitete Herausforderungen. Außerdem gibt's für alle, die noch unentschlossen sind, ab sofort eine Demo, wohingegen sich der Preis jetzt von 29,99 € auf 33,99 € leicht erhöht hat. In diesem Sinne, checkt unbedingt mal meinen Partner Instant Gaming, spart dabei viel Geld und unterstützt gleichzeitig diesen Kanal. Kommt gut in die neue und für viele letzte Arbeitswoche in diesem Jahr und somit bis zum nächsten Mal.